Hallo, mein Name ist Stefanie Neumeier. Ich bin 43 Jahre jung und Mutter von 6 Kindern. Wir befinden uns hier im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns im schönen Vietschow. Hier habe ich seit 2019 eine Legehennenanlage in Betrieb genommen mit 12.000 Tierplätzen. 2021 folgte dann die zweite Anlage, ebenfalls mit 12.000 Tierplätzen. Die Tiere sind untergebracht in jeweils 2 Gebäuden mit dann wiederum 2 Einzelstellen jeweils in 3000er Tierherden. Wir bewirtschaften eigens für die Futtergewinnung 150 Hektar landwirtschaftliche Nutzungsfläche, weil wir 50% des Futteranbaus selbst generieren wollen und müssen. Wir sind seit 2017 Bioland zertifiziert aus Überzeugung, um den Tieren das bestmögliche artgerechte Leben zu bieten, was wir geben können. Wir sind ein CAT-zertifizierter Legehennenbetrieb mit einer eigenen Vermarktung anhängig. Jede Herde hat einen Auslauf von ungefähr 1,5 Hektar. Gleichzeitig halten wir Zwergziegen. Die haben den Hintergrund, dass sie die Raubvogel abhalten sollen, unsere Hühner zu schlagen. Und sie sehen natürlich auch noch schön aus und lassen sich auch gerne streicheln. Also haben wir 2 Aspekte miteinander verwoben und die Hühner akzeptieren die Zwergziegen sehr gut im Auslauf und auch in den Ställen machen sie keine Schäden, was anfangs meine Sorge war. Wir sind also hier im Einklang mit Tier und Natur. Also es gehört bei uns wirklich zum Pflichtprogramm, die Tiere täglich händisch von mit Weizen zu füttern. Das gilt einerseits zur Beschäftigung und natürlich andererseits auch als Leckerli, dass sie Vertrauen aufbauen. Und das sieht man denen ja auch an, dass sie sehr zutraulich sind und keinen Kontakt zu Menschen scheuen. Also die Tiere, die wir hier haben, sind die LSL Light Europe. Für uns der erste Durchgang. Wir waren ganz gespannt, wie sich die Genetik entwickeln würde und sind total begeistert. Die Tiere sind jetzt 65 Wochen alt und man sieht ihnen das Alter überhaupt nicht an. Wir haben immer noch eine durchschnittliche Legeleistung von 96%. Das ist überragend, gerade im Biosegment. Davor konnten wir lange Zeit gute Legeleistung von 98% verzeichnen, was fast unglaubwürdig ist, aber reell. Über 18 Wochen hinweg haben diese Tiere ganz konstant diese Riesen- und super Legeleistung gehalten. Die Futteraufnahme ist moderat. Bei Bioland ist ja oder auch im Biosegment eher das Problem, dass die Tiere meistens zu einer hohen Futteraufnahme tendieren. Das kann ich so nicht bestätigen. Die Europe ist eine sehr robuste Henne und lässt sich von äußeren Einflüssen nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Also egal, ob es irgendwelche Faktoren von außen sind oder auch kleinere Managementfehler, verzeiht sie schon eher mal. Wir haben bisher durchweg positive Erfahrungen mit der Henne gemacht. Die Mortalität ist auch absolut im unteren Segment, niedriger als wir es zuvor erlebt haben. Von daher sind wir sehr begeistert und gucken mal, wie sich die noch entwickelt. Wie man sieht, hat sie keine Scheu, ist sehr zutraulich und leicht im Umgang. Ein Riesenvorteil war für uns zumindest, dass sich die Eier sehr schnell vermarkten ließen. Sie kommen schnell in eine vermarktbare Größe, die Eier, und auch die Legeleistung geht relativ schnell durch die Decke, sodass wir schnell und gut vermarkten konnten. Wir haben für unsere Tiere einiges an Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt. In jedem Culture-Raum, Wintergarten, zahlreiche Sandbäder, damit die Hühner ihre Staubbäder machen können. Wir haben Oregano-Picksteine zur Verfügung gestellt und auch einige Kanister versehen mit Löchern, damit wir die mit Weizen befüllen können, damit die Hühner immer neue Beschäftigungsmaterialien haben und Spielzeuge. Genauso wie das Heu von eigenen Flächen, das sie täglich zur Verfügung gestellt bekommen. Die Besonderheit bei Bio, und das hört man sehr schön, ist, dass wir auch Hähne dabei haben. Auf 2970 Hennen kommen 30 Hähne, die sich jetzt hier gerade lautstark präsent zeigen. Die sorgen für ein gutes Sozialgefüge untereinander und sind natürlich auch eine Alarmanlage vor Raubwild und anderen Gefahren, die den Hennen blühen kann. Die Hennen sind jetzt 65 Wochen alt und da wir im Biobereich nicht so viele Handlungsmöglichkeiten haben wie im konventionellen, müssen wir irgendwie super Sorge tragen, dass die Tiere gesund sind. Das heißt, wir müssen präventiv sehr danach schauen, dass die Tiere alles haben, was sie brauchen. Und wie man sieht, ist sie mit 65 Wochen noch sehr schön befiedert. Wir achten wirklich darauf, dass wir immer mit Futter und allen anderen Komponenten
in Einklang sind. Wir haben gleich mit der weißen Henne im Bio-Bereich angefangen, was 2019 wirklich noch ein Novum war. Mittlerweile hat sich ja der Markt dahingehend ständig entwickelt. Allerdings hat natürlich die weiße Henne, insbesondere die Europe, Argumente, die kaum mit einer braunen Legehenne vergleichbar sind. Die lange Legeleistung, die lange Lebensleistung und das relativ einfache Management der Tiere. Wie gesagt, auch uns im Bio-Bereich gelingt es, sie gut über die 100 Lebenswochen zu bekommen und dabei eine großartige Legeleistung zu erzielen. Wir haben circa in 100 Lebenswochen 500 Eier, die wir in die Vermarktung bringen können. Das ist schon ein überdurchschnittlicher Schnitt und wirklich nur unter dieser herausragenden Genetik zu leisten. Also das Ganze ist natürlich nicht nur mir und meiner Leistung geschuldet, sondern ich habe ein großartiges Team, was sehr zuverlässig die gleichen Ansprüche an Tierhaltung hat und auch erfüllt und sich täglich um das Wohl unserer Hühner kümmert und immer präsent ist und super zuverlässig, was man in heutigen Zeiten leider gar nicht immer so behaupten kann. Wir sind sehr klein und familiär und ich glaube, das zeichnet uns aus. Auch nach 7 Jahren bin ich froh, diesen Schritt gegangen zu sein und freue mich jeden Tag, mit den Tieren leben und arbeiten zu dürfen und meine berufliche Erfüllung gefunden zu haben. Macht mir immer wieder Spaß und mal schauen, ob wir vielleicht noch mal wachsen.